Hypnose, das ist kein Hokuspokus, sondern eine seit über 10 Jahren wissenschaftlich anerkannte Therapiemethode. Angststörungen, Raucherentwöhnung oder Depressionen können damit gelindert werden. Aber auch völlig gesunde Menschen profitieren von der Hypnose, wenn sie zum Beispiel ihre Leistungs- und Denkfähigkeit steigern möchten. Wie das funktionieren kann, hat uns ein Hypnosetrainer gezeigt. Wir wollten wissen, was tut sich dabei im Gehirn? Forscher der Med-Uni Wien haben sich bereit erklärt, das für einen heute konkret versucht zu messen. Ein schwingendes Pendel, das braucht unser Hypnocoach nicht, um Studentin Diana in Trance zu versetzen. Er will ihr mit Hilfe einer bestimmten Hypnosetechnik beibringen, wie sie ihre Gedächtnisleistung verbessern kann. Das heißt, es ist ein Gespräch, bei dem das Unterbewusstsein aktiv ist, wie in Trance. Es ist auch Trance. Nur der Verstand kann zuschauen und hat jederzeit die Möglichkeit auszusteigen. Somit wird es sehr freiwillig und die Veränderung ist stärker, weil derjenige auch weiß, was passiert am Schluss. Konkret verbindet Adam Nassor mit seinem Verfahren Elemente einer ganz speziellen klinischen Hypnose, die dem Menschen hilft, die eigenen Ressourcen besser zu nutzen, mit bewährten Gedächtnistechniken wie dem sogenannten Gedächtnispalast. Das ist eine Art Gehirntraining, mit dessen Hilfe imaginäre Räume errichtet werden, in denen Wissen abgespeichert werden kann. Die fiktiven Räume können beispielsweise als Assoziationsorte für bestimmte Inhalte genutzt werden. Wer sich viel merken muss, stößt mit dieser Methodik vermutlich irgendwann an seine Grenzen, denn die Räume sind schnell voll und wachsen sich zu ganzen Palästen aus. Hypnocoach Adam Nassor hat darum dieses System erweitert und die sogenannte White Room Technik entwickelt. Das heißt, anstatt dass Sie sich jedes Mal einen neuen Raum selber suchen müssen und dann aktiv mit Anstrengung da was hinlegen, starten Sie im Weißen und denken quasi einfach nur, das will ich mir alles merken, das ist ungefähr das Thema, das ist das, worum es geht. Durch das Training wird Ihr Unterbewusstsein die Message verstehen und dann wird automatisch auch der Raum so eingerichtet sein, dass alle Symbole, die drin vorkommen, Sie an das erinnern, was Sie sich merken wollen. Der weiße Raum soll unlimitierte Gedächtnispaläste erzeugen können. Das geht natürlich nur mit intensivem Training. In etwa 3 Wochen soll diese Technik erlernbar sein. Für unseren heute Konkretversuch haben wir gerade einmal einen Nachmittag. Zeit genug, um die grundlegenden Schritte zu erlernen, so verspricht es der Hypnotiseur. Sich etwas zu merken für Diana an und für sich keine Hexerei. Normalerweise schon, wenn die Begriffe oder der Inhalt in einem bestimmten Zusammenhang steht. Einfach nur Wörter merken, glaube ich, fällt mir ziemlich schwer. Wir starten unseren Versuch, der natürlich keinen wissenschaftlichen Anspruch erhebt. Im Versuchslabor der Med-Uni Wien dürfen wir Diana in den Magnetresonanztomographen stecken, um zu sehen, was sich vor und nach der Hypnose in ihrem Gehirn abspielt. Schritt 1: Zunächst wird eine strukturelle Vermessung von Dianas Gehirn gemacht, dann wird das sogenannte Ruhenetzwerk erstellt. Das Gehirn ist ja, schläft ja nicht, das ist ja nicht tot, wenn wir nichts tun, wenn wir keine Aufgabe haben, sondern es ist aktiv. Und bestimmte Areale im Gehirn in Ruhe sind aktiver, als wenn wir eine Aufgabe haben. Deshalb nennt man das auch das Ruhenetzwerk. Und interessant wird dann, ob die Hypnose auf dieses Ruhenetzwerk irgendeinen Einfluss hat. Schritt 2: Gemeinsam mit den Forschern hat der Hypnotiseur eine Aufgabe erarbeitet, die Diana jetzt lernen soll. Über einen Monitor im MRT bekommt sie eine Liste von 80 Wörtern zugespielt, die sie sich einprägen soll. Nach 5 Sekunden Pause erfolgt die Abfrage, wie viele Wörter hat sich Diana gemerkt und stimmt die Reihenfolge? Jeder Student weiß, wenn er sich etwas merken muss, wie anstrengend das ist. Dafür zuständig ist das sogenannte Arbeitsgedächtnis. Das benötigt Ressourcen, das ist auch limitiert. Und ich muss quasi in wiederholter Weise mir die Begriffe, die ich lernen will, immer wieder durchdenken, damit ich sie dann überspielen kann ins Langzeitgedächtnis. Ergebnis: etwa ein Drittel der Aufgabe hat Diana richtig gelöst. Das kann sie besser, ist unser Hypnotiseur überzeugt. Er startet mit einer kurzen Tranceübung. Dann beginnt das etwa 40-minütige Training, um erste Schritte der White Room Technik zu erlernen. Also ich habe halt vorher ganz wahllos einfach Brücken gebaut und habe versucht, die Begriffe irgendwie zu verbinden. Und er hat mir jetzt ein System beigebracht, um halt den einen Begriff immer durch den anderen zu ersetzen und halt da eine Brücke reinzubringen. Und wieder hinein in das MRT. Bevor Diana ihren zweiten Durchgang startet, wird sie bereits im Scanner von Adam Nassor hypnotisiert. 4-mal wird sie dabei in Trance versetzt und wieder herausgeholt. Sehr gut. Genießt das Gefühl.
Geh tiefer und schau, wie tief du reingehen kannst und wie angenehm es noch werden kann. Und genieße jede einzelne Sekunde davon. Dann wieder dieselben Wortreihen, die sich Diana einprägen und wiedergeben soll. Wie viel hat sie sich nach dem Training mit Hypnose gemerkt? Da wieder die Augen an. Wunderbar. Also sie hat sich um 10% verbessert, von 33 auf 42%. Nicht schlecht, das ist okay. Interessant, Dianas Selbsteinschätzung. Also meiner Meinung nach war ich schlechter. Aber ich kann mich täuschen. Ein paar Tage später schauen wir uns die Auswertung der Bilder an. Links vor dem Training wenig Aktivität in einer Region, wo das Arbeitsgedächtnis liegt, und rechts nach dem Training deutlich mehr. Das zeigen die roten Flecken. Offenbar hat sich Diana da deutlich mehr angestrengt, um sich Begriffe merken zu können. Der Herr Nasser hat ihr ein neues System beigebracht. Und jetzt musste sie also ihr altes System verwerfen, mit dem sie studiert hat schon, mit dem sie früher gelernt hat, in der Schule vielleicht. Und musste jetzt eben diese neue Assoziation sich aneignen. Und das, könnte man sagen, spiegelt sich hier also in dieser verstärkten Aktivität wider. Das sogenannte Ruhenetzwerk zeigt, dass die einzelnen Regionen nach der Hypnose stärker miteinander vernetzt sind. In Trance ist die Region für visuelle Wahrnehmung stärker aktiv. Ein Hinweis darauf, dass Diana offenbar versucht hat, sich Räume vorzustellen. Die wichtigsten Gehirnzellen sind übrigens die Nervenzellen. Davon besitzen wir bis zu 1 Billion. Und mit Gehirntraining können immer wieder neue Zellen gebildet werden.